Challenge Heilbronn. Ich habe das Ding gewonnen. Das ist schon mal ziemlich geil, aber noch viel besser ist eigentlich, glaube ich, wie ich's gewonnen habe. Es hat mir erstes Mal richtig Spaß gemacht, was zum einen daran lag, dass bis auf die Wechselzone, die echt richtig räudig ist, muss man mal ganz klar so sagen, mir die ganze Sache richtig viel Spaß gemacht hat. Also super geile Radstrecke, richtig viel Zuschauer an der Strecke und aber vor allen Dingen unsere kleine Radausfahrt, die war auch richtig geil. Aber zuerst vielleicht mal zum Anfang, also Schwimmen war schon richtig top. Also ich würde fast sagen, dass es eines meiner besten Schwimmen ever war. Also Spitzengruppe ist immer schon mal richtig schön, und bis auf das mir nach 300, 400 Metern vielleicht die Badekappe abhanden gekommen ist und dann ich mal ganz kurz ein komplettes Brain Freeze hatte, inklusive ziemlich Kopfschmerzen am Anfang, war es dann eigentlich richtig gut. Und genau, das war eigentlich zum Schwimmen, viel mehr kann man gar nicht sagen. War dann relativ unspektakulär in der ersten Gruppe. Waren halt leider auch ziemlich viele Leute in der ersten Gruppe, muss man auch dazu sagen. Unter anderem ein Herr 10 Pundke, der von mir heute die glatten 12 Punkte kriegt, weil er echt richtig am Rad gedreht hat. Also an Pedalen, und deswegen hat sich sein Rad richtig gedreht, muss man mal so sagen. Also ich wusste schon nach dem Rennen in Buschütten, dass der weiß, wie man tritt. Aber ich habe eher damit gerechnet, dass er mir so mal bis Kilometer 40 oder 50 Zeit lässt, mal warm zu fahren und dann irgendwann mal vorbeikommt. Aber der kam halt nicht nach 30, sondern schon nach 3 Kilometern vorbei. Und dafür dann aber halt mit 600 Watt plus. Und da habe ich mal kurz geschaut, wo der Anschnallgurt beim Scott ist. Den habe ich nämlich nicht gleich gefunden, weil da muss ich schon erstmal anschnallen. Aber es hat dann auch richtig Spaß gemacht. Macht natürlich dann Spaß, wenn man auch die entsprechenden Beine hatte. Die hatte ich an dem Tag heute auf jeden Fall. War dann aber trotzdem froh, dass so ein kleines bisschen die weiße Flagge gehisst worden ist und etwas Waffenstillstand eingekehrt ist dann nach ungefähr 60 Kilometern. Und wir dann doch eher wieder 2 bis 5 Gänge rausgenommen haben auf dem letzten Flachstück, was meiner Laufleistung sicher keinen Abbruch getan hat. Dementsprechend konnte ich nochmal ein bisschen was versponnen, wie man hier so schön sagt. Und ja, der Lauf war eigentlich richtig klasse. Also ich habe einfach drauf gehofft, dass Nummer 2, 3 und 4 nicht unbedingt noch Erster werden wollen. Und bin mit Autorität sozusagen losgelaufen. Und das hat schon sehr gut funktioniert. Ich würde fast sagen, bis Kilometer 10 war es eine meiner besten Mitteldistanzleistungen ever heute. Das will was heißen, ich habe schon ein paar gemacht. Die letzten 10 Kilometer waren zum Glück nicht mehr ganz so mit dem Messer zwischen Zähnen wie die knapp 85 davor. Und deswegen konnte ich auch dann die echt geile Stimmung hier in Heilbronn und den Zieleinlauf noch ein bisschen genießen. Und der ist hier wirklich richtig geil, muss man ganz klar sagen. Also Zieleinlauf und Laufstrecke und so weiter ist echt top. Also von daher. Ja, ich muss klar sagen, dass ich auch schon in St. George am Start stand und eigentlich gedacht habe, so die Form ist gar nicht mal so verkehrt, und auch, sag ich mal, bis in dem Rennen eben bis zu der Zeitstrafe ich mich halt auch sehr gut gefühlt habe, und
Also für mich, das war halt die erste Zeitstrafe in meiner Triathlon-Karriere, zumindest mal in meiner Profi-Triathlon-Karriere. Und ich wusste überhaupt nicht mal, was eine blaue Karte eigentlich bedeutet, ehrlich gesagt. Und dann bin ich halt so in St. George ein bisschen geschwankt zwischen halt mega Aggressivität und irgendwie doch noch das Rennen gewinnen wollen und irgendwie so, was für eine Scheiße hier, ja, ich schmeiß mein Fahrrad irgendwie weg oder sonst irgendwas. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen zu lang irgendwie rumdiskutiert und so weiter. Das bringt in der Situation eh nichts. Und irgendwann bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass die Form ja eigentlich gar nicht so schlecht ist und das ist ja hier dann eigentlich auch zeigen kann, die Form. Und dann vor allen Dingen in 2 Wochen in Samorin, weil da sehe ich ein paar von den Kollegen dann auch von St. George wieder und da denke ich, bedarf es dann nochmal einer Klarstellung, weil das Rennen in St. George, muss ich ganz ehrlich sagen, das liegt mir schon am Herzen und das hätte ich halt echt gern gewonnen. Jetzt habe ich mir zumindest mal gezeigt, dass die ganzen Änderungen, die wir vorgenommen haben, seit November letzten Jahres eigentlich gut funktioniert haben und ja, jetzt hoffe ich, dass ich die nächsten paar Wochen so weiter trainieren kann und dann glaube ich, dass es zumindest mal ein spannendes Rennen geben wird in Frankfurt und dass ich nicht nur Feldfüller bin beim großen Duell zwischen Patrick und Jan und auf dem Weg dahin natürlich Samorin. Wie gesagt, das ist schon ein Rennen, was mir eben auch sehr am Herzen liegt, wo ich auch 2-mal Zweiter geworden bin und es halt noch nicht gewinnen konnte und dementsprechend genau werde ich da noch ein bisschen was von der Aggressivität mitnehmen.